geklaute Logins stellen über 80% der Angriffe im Internet dar. Und das ist wirklich unangenehm, wenn wir uns mal die Folgen davon ausmalen. Denn ja, mit meinen Login-Daten könnte man zum Beispiel in meinem Namen YouTube-Videos veröffentlichen oder Instagram-Posts oder eine private Nachricht lesen oder sehr viele private E-Mails lesen oder zum Beispiel auch einfach Sachen auf meinen Namen bestellen, die ich niemals bekommen werde, wenn man zum Beispiel meine Login-Daten von PayPal oder Amazon hätte. Ja, all das sind tägliche Praxis von vielen Cyberkriminellen, wie man so schön sagt. Ich sage das eigentlich eher ungern, doch es gibt natürlich auch Gegenmaßnahmen dagegen. Ihr wisst mittlerweile, ihr solltet starke Passwörter haben. Doch, ja, natürlich hilft das gegen Brute Forcing, das heißt einfach das Ausprobieren von Passwörtern im Internet, ja, wenn ihr ein gutes Passwort habt. Aber natürlich reicht das nicht aus, denn es gibt immer noch Phishing. Und Phishing ist der häufigste Angriff mittlerweile im ganzen Internet. Ihr habt sicher schon mal Phishing-E-Mails bekommen von irgendwelchen Leuten, die zum Beispiel euch einen Link geschickt haben und gesagt haben, hey, loggt euch darüber ein oder hey, dieser Instagram-Account veröffentlicht deine Bilder, aber du musst dich anmelden, damit du es sehen kannst. All das haben wir schon mehrfach hier geklärt auf dem Kanal und ja, ihr wisst mittlerweile, dass Phishing ein Riesenproblem darstellt. Denn was im Endeffekt passiert ist, egal wie lang euer Passwort ist, egal wie gut, wie viele Sonderzeichen, wie viele Zahlen und Buchstaben, völlig egal, ob es ein natürliches Wort ist oder nicht, diese Login-Daten werden einfach 1:1 an den Angreifer übermittelt, wenn er einen erfolgreichen Phishing-Angriff gegen euch durchführt. Natürlich hilft es, sein Gehirn einzusetzen, aber teilweise sind diese Phishing-Mails wirklich so on point, dass ja, man kann einfach nichts mehr dagegen tun. Man fällt einfach drauf rein, wenn zum Beispiel jetzt von der post.de oder dhl.de wirklich von einer offiziellen Seite eine Phishing-E-Mail an mich kommt, weil die zum Beispiel gehackt wurden, dann falle ich da natürlich sofort drauf rein. Doch es gibt natürlich auch Möglichkeiten, sich nicht nur mit dem Passwort einzuloggen und das haben wir auch schon geklärt. Das nennt sich Zwei-Faktor-Authentifikation und das kann man zum Beispiel mit dem Google Authenticator machen. Dazu wird ein QR-Code auf eurem Screen angezeigt und ihr müsst ihn mit eurem Handy scannen. Und dann bekommt ihr Time-Based One-Time Passwords, TOTP. Das sind Passwörter, die zusätzlich zu eurem normalen Passwort erforderlich sind und die ihr nur aus der App ableiten könnt. Das heißt, da wird alle paar Sekunden, um genau zu sein, alle 30 Sekunden wird ein neues Passwort generiert und ihr müsst dieses Passwort dann zusätzlich zum normalen Passwort eingeben. So, aber das Problem ist natürlich, wenn wir das einrichten, bekommen wir Backup-Keys, wir bekommen Setup-Keys, wir bekommen im Endeffekt eine symmetrische Verschlüsselung und diese symmetrische Verschlüsselung kann abgefangen werden. Und diese Backup-Keys können gefischt werden. Und außerdem, was ist eigentlich, wenn mein Handy gehackt wird? Was ist, wenn jemand zum Beispiel meine SMS mitlesen kann? Was übrigens remote teilweise gar nicht so schwer ist, je nach Anbieter. Teilweise wird hier sogar nur eine 4-stellige PIN verwendet, um auf SMS zuzugreifen. Und ich denke mal, viele von euch haben SMS bei dem einen oder anderen Dienst als One-Time-Password aktiv. Ja, ihr seht, das ist nicht die sicherste Variante offensichtlich, denn ja, man kann es knacken. Natürlich ist es sehr viel schwerer. Man braucht das normale Passwort und man braucht dieses One-Time-Password. Das heißt, in den meisten Fällen seid ihr sicher und die Statistiken zeigen das eindeutig. Aber wie wir auch schon wissen oder ich auch schon erwähnt habe, die Policy von Google-Mitarbeitern, also bei Google intern im Unternehmen, sagen sie selbst, der Google Authenticator ist nicht sicher genug. Denn er kann noch gefischt werden. Und Google hatte ein ziemlich großes Problem mit Phishing und deswegen haben sie was anderes gemacht. Sie haben mit Yubico zusammen etwas getan und zwar YubiKeys verwendet. An der Stelle möchte ich kurz erwähnen, dass das Video selbstverständlich gesponsert ist, aber in einem guten Sinne. Das heißt, ich habe für euch einige Rabattcodes aushandeln können und die ihr natürlich in der Beschreibung unten drin findet. Und ja, ich freue mich mega, dass das geklappt hat. Vielen Dank an Patrick Schnell, der mich hier auch bei dem Video thematisch, inhaltlich und natürlich mit seinem Fachwissen und allem sehr stark unterstützt hat. Doch was ist eigentlich ein YubiKey? Ein YubiKey ist ein Security Key. Ein separates Gerät, also wirklich ein separates Device, das dementsprechend auch nicht mit eurem Handy direkt verbunden ist oder mit eurem Rechner. Das heißt, wenn der Rechner oder das Handy gehackt wird, dann haben diejenigen immer noch keinen Zugriff auf eure Google-Accounts oder auf sonstige Accounts. Ihr habt hier auf diesem Gerät zwei Schnittstellen. Einmal über USB, also das ist der YubiKey 5 NFC. Das heißt, er hat hier ein USB. Es gibt auch mit USB-C fürs Handy zum Beispiel, falls ihr kein NFC an eurem Handy habt. Und dieser hier hat eine Schnittstelle NFC, das heißt, ich kann den an mein Handy dran halten und dann wird der quasi ausgelesen.
So, das bedeutet jetzt Folgendes. Jeder, der diesen Key hier hat, kann natürlich eure One-Time-Passwords generieren. Aber wenn ihr den natürlich zum Beispiel an eurem Schlüsselbund dran habt, kommt man damit immer noch nirgends weiter rein. Und natürlich braucht ihr zusätzlich immer noch euer normales Passwort. Das heißt, wenn ihr den YubiKey nicht habt, aber euer Passwort, naja, dann kommt ihr genauso wenig weit, wie wenn ihr euren YubiKey habt, aber kein Passwort. Das heißt, Angreifer, die einfach nur euren Schlüssel klauen, haben immer noch keine wirkliche Möglichkeit, da mehr zu machen. So, und ja, da gibt es sehr viel mehr als nur das, was ich schon erwähnt habe mit der Zwei-Faktor-Authentifikation. Das ist jetzt nämlich eine echte Mehrfaktor-Authentifikation, weil wir hier tatsächlich mehr haben als nur ein Handy. Ja? Deswegen nennt man es normalerweise Mehrfaktor-Authentifikation. So. Wir wollen jetzt uns erstmal angucken, wie man Time-Based One-Time-Passwords, also das, was der Google Authenticator im Endeffekt macht, absichern kann, sodass die hierauf generiert werden und nicht mehr auf eurem Handy. Sprich, wenn das Handy gehackt wird, passiert im Endeffekt gar nichts, weil die Keys hierauf generiert werden. Das wollen wir jetzt zuerst mal angucken, ist aber nur der erste Schritt. Bleibt dabei und ja, schaut euch die anderen Sachen auf jeden Fall auch noch an. Okay, fürs Setup brauchen wir natürlich zuerst mal unseren YubiKey. Und natürlich den YubiKey Manager. Den gibt es für so ziemlich alle Plattformen. Also hier Linux auch der Source Code verfügbar, macOS und natürlich Windows, alles dabei. Einfach das runterladen, was ihr braucht. Gibt es natürlich auch über die Paketquellen. Und ja, dann natürlich installieren, indem wir einfach das Ding hier, naja, installieren eben. Und ja, da einfach mal hier auf Next, Next und Next. So, und danach haben wir eigentlich die Software soweit fertig, dass wir unsere YubiKeys einrichten können. So, jetzt stecken wir mal unseren Key hier rein und er wird sofort erkannt. Und dann haben wir hier natürlich auch Firmware, Serials, also Seriennummer quasi etc. Und haben hier unter Applications die Möglichkeit einzurichten, was wir wollen. Wir haben hier auch die Möglichkeit, die Interfaces anzuschalten bzw. auszuschalten über NFC. Ihr wisst, was NFC ist, hoffe ich mal. Das ist das, was ihr an eurem Handy höchstwahrscheinlich dran habt. Sprich, ihr könnt das Ding auch an eurem Handy benutzen. Dazu kommen wir aber gleich noch. So, wir gehen jetzt erstmal hierher und sagen, okay, wir wollen jetzt OTP als Application haben. So, und das können wir hier angeben sozusagen, wo wir das touchen wollen. Ja, also ich habe euch ja schon gesagt, da gibt es quasi zwei Möglichkeiten. Einmal einen kurzen Touch und einmal einen Long Touch. Und wenn wir da quasi einmal kurz drauf drücken, dann wird der erste Slot getriggert, also zum Beispiel ein One-Time-Passwort wird dann generiert und wenn wir lange drücken auf unseren YubiKey, dann können wir hier einstellen, was wir quasi haben wollen. Also zum Beispiel sowas wie ein Challenge Response, was ihr zum Beispiel für KeyPass bräuchtet. So, und wenn wir das hier machen, dann können wir hier einen Secret Key eingeben, den können wir auch erstmal generieren lassen und ja, dann können wir quasi KeyPass schon wieder verwenden. Und diesen Secret Key, den kann man jetzt natürlich überall verwenden, ja, also das heißt, ich kann den sozusagen überall eingeben. Bei KeyPass kann ich den eingeben und so weiter und so fort. Das ist aber wie gesagt Thema für weitere Videos. Wir wollen jetzt hier erstmal hergehen und unseren Slot 1 konfigurieren. Um in Anführungszeichen normale Zwei-Faktor-Authentifizierung mit eurem YubiKey abzusichern, könnt ihr Folgendes machen. Dafür gibt es den Yubico Authenticator. Dort könnt ihr einfach hier quasi die Software runterladen, entweder als App oder als Desktop-Anwendung auch natürlich wieder für Linux, für Mac und für Windows und hier für iOS und Android. Hier ist dann natürlich NFC wichtig. Also wenn ihr das Ganze mobile haben wollt, braucht ihr NFC, ansonsten, naja, müsst ihr halt quasi USB haben, dass ihr das Ganze in euren Computer einstecken könnt. Und ja, wenn ihr das runtergeladen und installiert habt, dann könnt ihr hier drin die neuen Accounts anlegen. Das ist jetzt quasi so ähnlich, sieht dann auch eure App aus. Ja, erstmal natürlich den Key einstecken und hier könnt ihr dann sagen, okay, ich will einen neuen Account haben und ja, könnt hier dann eben den QR-Code scannen. Das machen wir jetzt mal ganz kurz am Beispiel. Und zwar zum Beispiel mit einem mehr oder weniger alten Account auf GitHub, den ich noch habe, der nichts mit meinem normalen Account zu tun hat. Hier können wir einfach, das gibt es bei sehr, sehr vielen Plattformen, einfach Enable Two-Factor Authentication. So, und hier haben wir jetzt natürlich die Möglichkeit, eine App zu wählen, das heißt Setup Using an App. Und ja, hier wollen wir jetzt natürlich die Recovery Codes sozusagen uns erstmal merken. Und das ist eben das Problem, die Dinger hier, die können natürlich alle gefischt werden. Ich meine, wenn ich das Video jetzt einfach rausbringe, ohne vorher meinen Account zu sichern, dann könnt ihr die Recovery Codes einfach benutzen, um euch bei mir einzuloggen. Wie gesagt, ist ein anderer Account, also bei dem Account wäre es absolut egal. Aber ja, das ist halt das Problem. Die Dinger hier können gefischt werden, ja. Jeder von diesen Account-Codes ist quasi ein Two-Factor
naja, eine Ergänzung dafür. Deswegen ist das Ganze nur bedingt sicher. Aber wie gesagt, es ist der erste Schritt zu was sichererem. Das wollen wir uns gleich noch ein bisschen genauer angucken. So, ich kopiere die selbstverständlich und füge die bei mir mal irgendwo ein. Und jetzt kann ich hier auf Next gehen und hier habe ich eben diesen Barcode, okay? Das heißt, ich kann hier quasi dann scannen, was ich brauche. So, jetzt gehe ich natürlich wieder in meinen Yubico Authenticator, beziehungsweise, wenn ihr das Ganze auf eurem Handy installiert habt, natürlich in die App rein. So, und hier kann ich dann einfach Scan drücken und bekomme dann hier tatsächlich einen GitHub-Account angezeigt. Und jetzt kann ich hier einfach auf Add gehen und habe den jetzt hier dabei. So, der Unterschied ist jetzt allerdings hier, also zum normalen Zwei-Faktor, das ihr jetzt schon kennt, ist der Unterschied eben, dass ihr hier nicht den Mehrfaktor-Code hier direkt angezeigt bekommt. Das heißt, das ist jetzt tatsächlich eine echte Mehrfaktor-Authentifizierung. Ihr braucht nicht nur den zweiten Faktor, sprich euer Handy, sondern ihr braucht diesen Authenticator und den echten Mehrfaktor, nämlich euren YubiKey. Das heißt, wenn ich jetzt hier das ganze Ding mir kopieren möchte, dann steht da Touch Your YubiKey. Das mache ich jetzt mal kurz. Dazu muss ich kurz unten an den PC gehen. Und dann sehen wir hier oben, dass wir jetzt das Ding in unsere Zwischenablage kopiert haben. So, jetzt kann ich hier reingehen und kann hier auf Enable gehen und schon habe ich alles fertig. Und das ist das Coole dabei, jetzt habe ich nämlich hier Zwei-Faktor angeschalten, aber das ist jetzt der große Unterschied zum normalen Zwei-Faktor. Ich muss dazu meinen Security Key aktivieren, denn ohne den Security Key kann man diesen Time-Based One-Time-Passwort, also das, was hier die ganze Zeit neu generiert wird, kann man nicht bekommen. Und ja, warum ist das jetzt tatsächlich besser oder warum ist das jetzt tatsächlich sicherer? Nun, diese Backup-Codes, die ihr am Anfang gesehen habt, die können natürlich immer noch gefischt werden. Aber, und das ist jetzt der große Unterschied, diese Schlüssel hier, die werden nicht in dieser Authenticator-App generiert, wie es zum Beispiel beim Google Authenticator der Fall ist. Die werden jetzt tatsächlich auf dem YubiKey generiert. Das heißt, die Generierung ist verlagert worden auf einen externen Faktor. Das heißt, dieser externe Faktor, der ist jetzt dafür verantwortlich, dass ihr euch einloggen könnt. Und natürlich, wenn der externe Faktor gehackt würde, dann wäre das ungefähr so, als würde euer Handy gehackt werden, sprich alle eure Keys wären weg. Aber dass euer Handy gehackt wird, ist viel, viel wahrscheinlicher durch mal wieder eine Schwachstelle in Bluetooth, durch eine Schwachstelle in irgendeiner App oder tatsächlich durch eine App selber, die ihr einfach im Play Store erstellt. Und dann ist euer Handy eben... Also euer Handy ist schon relativ sicher, okay? Ihr braucht jetzt keine Angst um euer Handy haben, aber so ist es halt nun mal deutlich, deutlich sicher. Das heißt, selbst wenn jemand Vollzugriff auf mein Handy hat, hat er immer noch keinen Zugriff auf meine Login-Daten. Und das ist das Tolle dabei. Der große Unterschied ist, wie gesagt, dass die Schlüssel auf eurem YubiKey generiert werden. So, wie ich jetzt natürlich schon erwähnt habe, das Ganze ist nicht zu 100% sicher. Immerhin, natürlich von den Angriffsvektoren, ja, wenn wir die Keys hierauf generieren und nicht mehr in der App, dann macht es uns rein gar nichts, wenn unser Handy gehackt wird. Also natürlich ist es ungeil, wenn unser Handy gehackt wird, ja, aber immerhin sind unsere Logins nicht alle weg. Auf der anderen Seite, man kann es leider immer noch phischen. Und zwar müsste man dazu eine Phishing-Webseite aufstellen, wo dann steht, dieses One-Time-Password ist nicht mehr gültig, bitte gib uns deinen Backup-Key und dann hoffen, dass der User dumm genug ist, da nicht nochmal drüber nachzudenken. Aber wie gesagt, wenn man auf einer Phishing-Webseite sagt, hey, du brauchst das One-Time-Password und den Backup-Key, dann denken die meisten Leute dann früher oder später, hä? Warum? Ich gehe nochmal kurz auf die Webseite und überprüfe das nochmal zusätzlich und dann hat man es meistens raus, dass es eine Fake-Webseite war. Das heißt, es ist nochmal sicherer. Aber manche Leute fallen dann leider auch immer noch drauf rein und sagen, ja gut, die Backup-Keys, die gebe ich jetzt auch noch rein und dann hat natürlich der Angreifer auch wieder Zugriff auf euer Konto. Das heißt, nicht ganz so geil und auch nicht so perfekt sicher, wie man das sich jetzt vielleicht denken würde, aber auf jeden Fall ziemlich sicher. Ja, also wirklich sehr, sehr sicher schon mal im Vergleich zu einfach nur Login mit Username, Passwort. Aber es geht doch ein kleines bisschen besser. Wir müssen natürlich Phishing komplett eliminieren, wenn wir gerade mal an so ein wichtiges Unternehmen wie zum Beispiel Google denken. Die wollen das natürlich komplett raus haben und ihr könnt so eine private Sicherheit auch haben. Und das geht so. Für diesen Fall gibt es hier eben die Möglichkeit, sich neue Security Keys zu registrieren. Das haben verschiedene Webseiten, dazu komme ich gleich noch. Aber wir können hier eben den neuen Security Key registrieren. Das ist jetzt mein YubiKey Demo. Ja.
Und hier sagt uns jetzt tatsächlich Windows, sicherstellen, dass Sie es sind. Richten Sie sich bla bla bla, um bla 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 als bla anzumelden. Und diese Anfrage stammt von Chrome, veröffentlicht von Google. So, da seht ihr auch direkt, wer das eigentlich macht. Und jetzt muss ich meinen Security Key aktivieren. Und wenn ich das gemacht habe, dann ist der Security Key schon da. Und das ist das Faszinierende dabei. Jetzt kann ich mich quasi mit meinem Security einloggen und das ist jetzt quasi mein zweiter Faktor. Das heißt, wenn ich mich jetzt hier neu einloggen möchte, dann muss ich nicht irgendwie ein Time-Based Passwort eingeben, sondern ich muss einmal ganz kurz auf meinen YubiKey draufklicken oder draufdrücken und dann funktioniert das Ganze schon automatisch. Und das ist halt super, super faszinierend. Was hier im Endeffekt passiert ist, wir haben U2F oder Universal Two-Factor verwendet. Ja? Das bedeutet, unser YubiKey, unser Security Key, ist jetzt der einzigartige Zwei-Faktor. Das heißt, wir haben nicht mehr sowas wie eine symmetrische Verschlüsselung, also diesen Setup-Key, den wir vorher hatten, und diese Backup-Keys, die gibt es jetzt nicht mehr. Auf diesem Key hier drauf, aus diesem Security Key, sind Private Keys gespeichert, beziehungsweise ihr könnt Private Keys generieren. Und diese privaten Schlüssel machen dann tatsächlich genau das. Sie sind private Schlüssel. Und dann passiert im Endeffekt Folgendes. Aus privaten Schlüsseln kann man öffentliche Schlüssel machen und dann machen wir Kryptographie. Also echte Kryptographie. Natürlich, das davor war auch echte Kryptographie, ja. Aber jetzt machen wir asymmetrische Kryptographie. Sprich, jeder auf der ganzen Welt darf meinen öffentlichen Schlüssel haben. Das ist völlig fein. Und nur wer den privaten Schlüssel hat, und das ist natürlich nur hierauf gespeichert, sonst nirgends, und der kann auch nicht ausgelesen werden übrigens, wo wir gleich drauf kommen, nur wer den privaten Schlüssel hat, kann Unterschriften generieren. Das heißt, wir unterschreiben sozusagen hier, ich bin der YubiKey von Cedric oder von Morpheus oder wie auch immer ihr mich nennen wollt. So, und dadurch haben wir wirklich eine sehr, sehr gute Absicherung, denn ja, die Dinger zu fälschen braucht deutlich länger als echte Unterschriften, also handgeschriebene Unterschriften, die kann man relativ leicht fälschen, indem man sie einfach kopiert. Digitale Signaturen sind wirklich kryptografisch sicher und brauchen mehrere Jahrhunderte bzw. Jahrtausende, bis sie mal geknackt werden. Sprich, ein Angreifer ist absolut machtlos und kann so ein Ding natürlich nicht fälschen. Das heißt, er braucht nicht nur euren Login, also Username, Passwort, sondern auch ein Ding, was mehrere hundert Jahre zum Knacken braucht, oder euren YubiKey, sprich er müsste wirklich bei euch einbrechen und das Ding klauen. Und das ist die beste Security, die man sich erstmal so überlegen kann. Ja, wenn ihr mehr zu Kryptographie wissen wollt, ich verlinke euch eine Playliste und da könnt ihr dann wirklich die Theorie und alles hinten dran machen, weil Krypto einfach super geil ist. Und ja, jetzt will ich aber noch ganz kurz was zu den Features sagen, weil es geht noch ein bisschen weiter. Das, was wir gerade gesagt haben, das nennt sich auch, also das wird über ein Protokoll gemacht, das nennt sich FIDO 2, ja. Das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Protokoll, aber es geht sogar noch ein Stückchen weiter. Ihr wisst, wir müssen trotzdem noch unsere Login-Daten eingeben. Das heißt, wir müssen immer noch den Namen eingeben, wir müssen immer noch das Passwort eingeben. Das ist ein bisschen ungeil, ein bisschen aufwendig, und mit einem YubiKey statt einem One-Time-Password hat man schon, zumindest statistisch gesehen, 4-mal schnellere Logins, ja. Das ist schon geil, aber es geht noch ein bisschen schneller. Und zwar, es gibt sogenannte Password-Less-Authentifikation. Das heißt, man braucht nur noch den YubiKey zum sich einloggen. Das wird bereits unterstützt in zum Beispiel Nextcloud und Joomla. Ja, das ist natürlich super geil, wenn ich einfach nur meinen Key hier dran halten muss und schon bin ich eingeloggt, in welchem Dienst auch immer, oder in den PC reinstecken und einmal kurz drauf tippen. Das ist halt super, super angenehm. Dann spare ich mir noch mehr Zeit, weil der Stick ist sowieso immer an meinem PC dran und ich mache dann einmal kurz Tipp und dann hat sich die Sache. Das heißt, es kann sogar noch ein bisschen userfreundlicher sein, so ein YubiKey zu verwenden. Für die Interessierten jetzt unter euch, ich weiß, einige von euch sind da sehr dran interessiert. Es gibt noch sehr viel mehr Features als das, was ich jetzt gerade vorgestellt habe. Man kann seine SSH-Schlüssel drauf speichern. Man kann natürlich generell asymmetrische Kryptographie mitmachen, sprich auch Verschlüsselung für zum Beispiel Nachrichten oder E-Mails kann man drauf machen. Das heißt, ich kann dann wirklich verschlüsselte E-Mails machen mit zum Beispiel Keys, die auf meinem YubiKey gespeichert sind. Man kann Smartcards drauf speichern. Das heißt, wirklich Logins oder zum Beispiel Türöffnungen für Unternehmen können da drauf gespeichert werden. Das ist halt absolut mindblowing. Also gerade für Unternehmen halt mega, mega spannend. Und ja, ihr wisst mittlerweile, was alles zu dem Job von zum Beispiel einem Security-Analysten dazu gehört. Ja, Video kennt ihr hoffentlich. Ansonsten guckt es euch gerne an. Sowas ist natürlich auf jeden Fall auf einer To-Do-Liste für ein Unternehmen, weil es natürlich nicht so teuer ist, aber einen immensen Security-Faktor mit sich bringt.
So, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was wird denn eigentlich alles unterstützt von Yubico, beziehungsweise welche Webseiten unterstützen eigentlich so einen Login? Es sind noch nicht so viele, wie es eigentlich sein könnten. Ihr wisst, manche Webseiten unterstützen im Jahr 2020 immer noch keine Mehrfaktor-Authentifikation, beziehungsweise noch nicht mal eine Zwei-Faktor-Authentifikation mit Google Authenticator, schon gar nicht mit Security Keys, aber es gibt eine Library, das heißt, ich nehme an, dass es in den nächsten paar Jahren stark zunehmen wird und sehr, sehr viel mehr sein wird, aber natürlich kritische Infrastrukturen wie zum Beispiel eben Google oder ja, solche Anbieter findet ihr übrigens alles hier. Das ist eigentlich alles soweit unterstützt und das ist schon mal sehr, sehr angenehm. Jetzt natürlich noch ein großes Problem, was wahrscheinlich viele von euch im Hinterkopf haben. Was denn eigentlich, wenn jemand meinen YubiKey hackt? Dass ein YubiKey gehackt wird, ist quasi unmöglich. Und zwar, die werden in Schweden und den USA hergestellt. Das heißt, wenn ihr es hier kauft, werden die Dinger in Schweden hergestellt. Und das Security-Modul kommt aus Deutschland. Und das wird von Infineon hergestellt und ist wirklich ein Hardware-Security-Module, was man aufbrechen könnte und versuchen könnte, über Löten und so einen Kram versuchen könnte rauszufinden, was da eigentlich für Schlüssel drin gespeichert sind, um die zu knacken. Und ja, das geht nicht. Ja? Also es ist wirklich geprüft, dass man nicht mal das machen kann. Das ist halt schon beeindruckend, wenn man sich das mal so überlegt. Es ist auch, soweit es geht, also alle Software, die da mitkommt, ist eigentlich Open Source. Außer der Hardware-Code. Also das, was wirklich hier Hardware nah dran ist nicht Open Source. Das liegt einfach an Infineon, die haben das vorgeschrieben, damit eben nicht so viele Informationen über das Security-Module rauskommen und damit man sehr, sehr, ja, auch einen gewissen abgesicherten Bereich hat. Aber zum Beispiel der Manager, der ist komplett Open Source. Also das könnt ihr quasi wirklich 1:1 nachlesen. Ihr habt ja gesehen, dass man da auch den Source Code direkt runterladen kann. Und ja, das ist eigentlich schon ziemlich geil. Es gibt auch keine Batterie in dem Ding, das heißt, das ist nicht irgendwie so, dass ihr die austauschen müsst oder die YubiKeys nach einer Weile nicht mehr funktionieren. Die haben kein Ablaufdatum in dem Sinne, sie sind sogar waschbar. Aber wenn sie natürlich aufgebrochen werden oder kaputt gehen oder ihr sie verliert, dann sind die Dinger weg, ja. Und dann habt ihr keine Möglichkeit mehr, euch einzuloggen in eure Accounts. Das heißt, wenn ihr diese Security Modules verwendet, also die Security Keys verwendet, in dem Sinne, dass ihr wirklich euch damit einloggt, was ihr ja tun wollt, ja, dann bitte, bitte habt immer einen Backup-Key. Immer 2 Schlüssel, damit ihr hier auch wirklich die Möglichkeit habt, euch immer einzuloggen. Ja? Das heißt, wenn euer Key verloren geht, habt ihr einen zweiten Key, mit dem ihr dann eure Logins nochmal machen könnt und dann könnt ihr dort 2 Faktor nochmal kurz ausschalten, nochmal kurz anschalten, mit dem neuen Key verbinden und dann habt ihr quasi 2 Schlüssel immer in der Hinterhand. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Das heißt, einer alleine würde ich nicht machen. Das hat immer das Risiko, wenn man es verliert, dann kann man sich nicht mehr einloggen. Das ist ziemlich fatal, möchte man sagen. Was ihr auch noch wissen solltet, Updates gibt es keine. Das heißt, auf diese Keys kann man nichts drauf spielen, also wirklich gar nichts. Denn ja, das hat im Endeffekt einen Security-Grund. Man könnte sonst die Private Keys, die da drauf gespeichert sind, im Nachhinein eventuell auslesen. Und das will man natürlich vermeiden unter allen Umständen. Sprich, man kann keine neue Software drauf spielen. Aber es ist auch nicht so, dass es irgendwie ein Problem wäre. Die ganzen Dinge sind, also die Protokolle, die verwendet werden, sind alle standardisiert. Alle natürlich Open Source und werden auch von sehr vielen Kryptografen die ganze Zeit überprüft. Und ja, da ist eigentlich auch soweit nichts vorhanden, was da irgendwie angegriffen werden könnte. Gut, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mich gerne wissen. Und wie gesagt, hier nochmal der Call. Holt euch so ein Ding definitiv und ihr bekommt definitiv auch ein bisschen Rabatt, wenn ihr auf den Link in der Beschreibung klickt. Und ja, dafür möchte ich mich nochmal bei YubiKey bedanken und natürlich bei unserem Händler. Und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.